In unserem alljährlichen Wave-Test darf der Nash Slash jetzt in der Variante 2022 natürlich nicht fehlen. Die Fronttube wird abgestützt über eine 4-Punkt-Waage mit einem Pulley. Und klar, bei den Steuerleinen geht es auch unverändert ans Werk. Wir haben eine direkte Verbindung zum Tipp und wir haben zwei verschiedene Möglichkeiten, um hier Bardruck und Turning Speed anpassen zu können. Leinenabweiser gibt es am Ende der Fronttube und an den beiden äußeren Querstruts. Die Mittelstrut kommt ohne Leinenabweiser aus. Sehr schnell lässt sich der Slash be- und entlüften über ein Stand-Up-Pedal-Ventil. Das ist flach gehalten, mit Neopren abgedeckt und ist absolut empfehlenswert für die Verwendung beim Kiten. Die Schläuche des One-Pump-Systems sind sehr gerade gehalten, dadurch fließt hier die Luft beim Be- und Entlüften einfacher. Die Fronttube ist mit einer einfachen Kedernaht verschlossen. Und als Flugtuch verwendet Nash beim Slash, wie bei auch seinen anderen Modellen, ein 4-fach-Ripstop-Material. Man hat beim neuen Modell das Panel-Layout etwas reduziert, das heißt, wir haben etwas weniger Tuchbahnen im gesamten Schirm. Und die Doppelung der Abrisskante ist nicht ganz so auffällig gestaltet wie beim Vorgänger, sondern nur in einem leichten Zickzack oder leichter Wellenform gehalten. Die leichten Dacron-Einsätze an den Tips sind im Vergleich zum Vorgänger geblieben. Die Querstruts sind jeweils mit einer Single-Naht am Flugtuch befestigt und von der Innenseite gedoppelt und verklebt. Alle Aufschlag- und möglichen Scheuerstellen sind zusätzlich mit Dacron und Kevlar-Materialien verstärkt. Und den Übergang der Fronttube zum Flugtuch ziert hier ein mittelbreiter Dacron-Streifen. Die Leistungen beim Angleiten sind im Vergleich zu den Mitbewerbern weiterhin sehr gut. Die Kappe wird schnell und sauber und gleichmäßig angeströmt und zusätzlich kann ein leichtes Sinus dafür genutzt werden, um das absolute Low-End nochmal etwas zu verbessern. Und auch im Vergleich zu seinem Vorgänger zeigt sich hier die Leistung unverändert. Die Anwendleistungen sind gut bis sehr gut. Knüpft man den Slash mit den Steuerleinen ganz außen an, so zieht er sehr weit an den Windfensterrand ohne Korrektur. Nimmt man die etwas tiefere Anknüpfung zur Mitte hin, so steht er ein klein bisschen tiefer im Windfenster, was allerdings das am Wind oder Höhe laufen trotzdem völlig unproblematisch macht. Man verliert da vielleicht 1–2%. Bei den Barkräften hat sich hier nichts verändert. Wir bewegen uns im leichten bis mittleren Bereich. Und auch der Slash 2022 gehört mit zu den direktesten Wavekites am Markt. Das heißt, die Lenkung spricht hier schnell und genau an. Das ist nicht ganz so fest und knackig von der Gesamtstruktur wie bei einem Duotone Neo SLS. Aber durchaus wirklich auch sehr präzise, aber mit einem kleinen Schuss Dämpfung und Komfort. Im Vergleich zu den anderen Mitbewerbern am Markt haben wir hier ein enges und stets rundes Drehvermögen. Als Information ist auch noch wichtig, dass wir im Test das Ganze vom Setup mit der neuen Bar mit 22 oder 24 Meter mit direkt verbundenen Frontline, also ohne Y, geflogen sind. Und in beiden Fällen ergab sich hier ein äußerst harmonisches Bild. Und auch in puncto Profilstabilität und Deep-Power-Vermögen zählt der Nash Slash weiterhin zu den besten und größten Einsatzbereichen, die man so bekommen kann. Die Kappe hat eine weiterhin sehr, sehr genaue feste Struktur durch eine gleichmäßige Anströmung, trotz des reduzierten Panel-Layouts. Und auch durch die sehr effiziente Deep-Power
lässt sich ein sehr großer kontrollierter Windbereich auch nach oben hinaus genießen. Die Eignungen für unterschiedlichste Stile sind dem Nash Slash 2022 weiterhin sehr gut gegeben. Er überzeugt definitiv auch im Drift, auch wenn er hier jetzt nicht einen der allerersten Plätze einnehmen kann. Aber in der Kombination vom Drift und dann halt dazu die Dämpfung, eigenständige Positionierung und auch vom Stil, wenn man es mitgelenkt fliegen möchte, ist das hier ein wirklich absolut optimal rund ausgereifter Schirm, der einfach ein perfekter Allrounder ist in diesem Bereich. Er wirkt dabei aber niemals irgendwie gruntig oder langweilig oder dass er zu viel Kraft entwickeln würde. Klar, wenn man ihm jetzt halt sehr viel Spiel gibt, also einen sehr langen Weg mitten durch die Powerzone fliegen lässt, dann zeigt er natürlich auch mal, dass er zu den kräftigen Wave-Kites gehört. Aber das signalisiert er immer sehr intuitiv durch ein gutes Feedback auf der Bar. Und da weiß man schon ganz genau, das ist die richtige Positionierung. Also das ist ein schönes Zusammenspiel von einem mittleren Fahrkönnen bis zum Profi, von Fahrerseite her und dem Kite, der dann dementsprechend alles auch sehr genau umsetzt. Diese Dinge, von denen wir hier gerade sprechen, sind für uns somit das Wichtigste. Die Abstimmung zwischen den einzelnen Fahrkönnensstufen in dem Kitesurf-Bereich, also Fahren mit dem Directional in der Welle. Wie radikal oder wie extrem will man damit fahren? Möchte man mehr gecarvten Stil fahren? Welcher Kite eignet sich hier oder da dementsprechend besser oder ist fehlerverzeihender oder kann durch noch mehr Steifigkeit in der Kappe noch mehr Spaß oder Leistung entstehen? Das sind die Fragen, die sich für uns auch in der Zukunft dementsprechend stellen. Und da nimmt der Nash Slash 2022 eine wirklich äußerst positive Stellung ein, da er, wie gesagt, halt sehr performant ist, aber ohne den notwendigen Komfort und eine gewisse Dämpfung, sprich auch Kontrolle, dass er die nicht vermissen lässt. Man kann hier einfach nur von einem wirklich absolut ausgereiften, sehr erwachsenen Wave-Kite sprechen, der viele glückliche Anhänger finden dürfte, nebst auch seiner wirklich optimalen Verarbeitungsqualität.